Herzlich willkommen beim Judas Make-up Tutorial. Im Zentrum steht dieser Make-up-Stempel, mit dem man das Judas-Symbol sich sehr gut überall hin daddeln kann. So, wollen wir mal schauen, wie der gute Stempel für jedermann funktioniert. Wir machen eine Art Make-up-Tutorial, ein Make-up-Playthrough, wenn man so möchte. Erstmal rasieren, ne? Und das Ganze dreht sich vor allem um diese Stempel hier. Unser Judas-Stempel. Ich hätte mich rasieren müssen, ne? Naja. Ich zumindest versuche es euch zu zeigen, denn ich bin nicht in Hamburg und dort ist all unser Tour-Make-up. Und da ich mich privat jetzt dann eher doch selten schminke, muss ich ein bisschen improvisieren und habe, verratet's nicht, einfach meiner Frau das Make-up geklaut. Okay, jetzt zur Herausforderung des Tages. Kontaktlinsen, ich hoffe, das klappt. Schön mit Heuschnupfenauge. Hier, diese Dinger, die habt ihr auch schon etliche Male bei uns in den Augen gesehen. Und ich versuche die jetzt mal hier so rein zu... Ich habe heute auch nicht mal 2 Kontaktlinsen da, nur eine. Lass mal probieren. Ich sehe immer so viel ohne Brille. Super, Nummer 1 sitzt. Mehr oder minder. Das Ganze dauert immer erst einen Moment, bis man sich dran gewöhnt und nicht mehr dreifach sieht alles. Kommt ja auf den Inhalt an, ne? Nicht auf die Optik. Das sage ich in einem Make-up-Tutorial. Was für ein Schwachsinn, oder? Okay, die sind drin. Mit massivem Heuschnupfen ist das tatsächlich gar nicht so schön. Ich habe natürlich meinen Lieblingsfehler gemacht. Ich habe nicht die Kontaktlinsen zuerst reingemacht, sondern erst meine Finger verdreckt mit Grundierung. Deshalb gehe ich die mal waschen. Nicht ganz meine Farbe. Aber das sieht gut aus. Oh, das ging schnell als in der letzten Zeit. Ich bin gleich wieder da. Ich mache jetzt eine rein. Das ist diese hier. Dann wollen wir mal ein bisschen Foundation auftragen. Wir haben hier so eine etwas blasser als Hautfarbe Grundierung. Das Ganze von Kryolan. Das sind diese großen Sclera-Linsen. Die mache ich immer rein, indem ich sie so tatsächlich halte. Reicht, fertig. Und dann hier so einmal drunter schiebe. Es ist natürlich noch einfacher, wenn man nicht Bart trägt. Da ist sie. Augen. Augen ist immer irgendwie was mit Schwarz. Was in diesem Fall auch relativ simpel ausfällt. Wir benutzen einfach so ein bisschen Kajal und ziehen damit so einen Lidstrich, den wir dann hinterher ein bisschen sanfter ausblenden. Ich zeige euch das Ganze mal. So, eigentlich haben wir noch so ein bisschen Rot um die Augen. Da ich unser gutes Make-up nicht zur Hand habe, habe ich Liquid Eyeliner genommen. Übrigens, Lidschatten. Das habe ich jetzt auch nicht hier. Das heißt, ich mache tatsächlich jetzt alles, sowohl Lidschatten als auch Wasserlinie und sämtliche Formen von Schattierung. Einfach mit dem Finger. Ist meiner Meinung nach auch der einfachste Weg zu sogenannten Smoky Eyes. Was sich für so alte Männer wie mich lohnt, ist auch immer noch so ein bisschen extra helle Grundierung, die man sich ein bisschen unter die Augen packt als Concealer. Augen wie nach einer fiesen Party. Um so ein bisschen diesen blutunterlaufenden Effekt zu erzielen. Was nehme ich denn mal hier für das Contouring? Gibt es sicherlich viele Wege. Was man nicht alles zu Hause in der Schublade findet. Guck mal her. Ich wusste gar nicht, dass wir das haben. Das hätte ich jetzt auch meine Augen machen können. Und da werden sicherlich auch viele jetzt sagen, das ist aber falsch. Von Make-up-Artists muss ich mir sowieso mal anhören, dass wir alles total falsch machen. Ich denke ja immer, was gut aussieht, ist richtig. Und was gut aussieht, ist zum Glück so relativ, dass das gut aussieht, was wir finden, was gut aussieht. Wir folgen den Lidschatten hier, diesen roten. Rouge würde der Fachmann wohl sagen oder die Fachfrau, aber die Fachkraft, genderkorrekt. Aber es ist ein Braunton. Rouge suggeriert ja, wie wir Frankophilen wissen, dass es sich um einen Rotton handelt. Das war ein bisschen viel, aber es ist, wie es ist. Das sieht schon so ein bisschen aus, wie ich so aussehe auf der Bühne.
Ganz elementar ist natürlich der schwarze Hals und Aquacolor von Kryolan. Ich fange dann immer hier an und dann ziehe ich einmal eine Linie nach hier und einmal eine Linie nach hier. Aber das Wichtigste kommt ja jetzt. Aber so rum. Ist besser. Check dir erstmal, ob der sauber ist. Ich mache das am liebsten mit ein bisschen Alkohol. Ich versuche jetzt mal hier die Mitte zu finden. Was unglaublich schwer ist von einem Handy, merke ich gerade. So, jetzt ist das hier dementsprechend einmal schön eingeschmiert. Jetzt macht ihr hier den Rand. Das ist ganz wichtig. Sauber. Weil sonst, wenn euch das ins Gesicht klemmt, dann habt ihr immer noch irgendwie so ein Quader drumherum. Und man muss ja so einen Stempel immer so ein bisschen mehr aufdrücken. Und dann das Ding ansetzen. Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Ich guck mal hier so ein bisschen in den Spiegel nebenher. Wir setzen das mal hier so an. Und? Naja. Jo. Ja, bisschen verschmieren. Sorry. Warten Sie kurz. That's it. Hey, gar nicht so schlecht. Naja. Hier ist jetzt ein kleines Stückchen Dreck. Das müsste ich wegmachen. Und so richtig gerade war ich auch nicht. Da braucht man ein bisschen Übung zu. Und es geht besser vom richtigen Spiegel. Das Ganze kriegt man auf jeden Fall noch genauer hin als ich. Bisschen hoch, bisschen schief. Aber dafür, dass ich kein Make-up-Artist bin, sondern Schlagzeuger. Ja, viel Spaß beim Üben. Unser Make-up-Stempel. Viel Spaß mit dem Stempel. Ah, siehst du, da habe ich glatt vergessen, da oben anzumalen. So. Cool. Bitteschön, da ist die Kamera. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zeigt uns eure Ergebnisse. Hoffentlich sehen wir das irgendwann irgendwo auch mal live. Möglichst bald. Tschüss.